Ja, hallo. Ich darf euch also recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Video. Es geht in der Hauptsache darum, wie ich mit Exatrec Kosten sparen kann und wie das jetzt genau geht, das will ich euch zeigen. Kosteneinsparung, warum? Denken Sie an einen Handwerker. Wenn ein Handwerker eine gute handwerkliche Leistung erbringt, kann er dafür auch sein Geld nehmen. Im Gegensatz zur Landwirtschaft, wo der Erzeugerpreis in der Hauptsache vom Weltmarkt abhängt. Die einzige Möglichkeit oder einer der wenigen Möglichkeiten, die bleiben, ist letztendlich die Kosten zu reduzieren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in landwirtschaftsnahen Anwendungen. Und wie das geht mit Exatrec, das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Als erstes müssen wir mal wissen, was kosten uns eigentlich unsere Maschinen und diese Maschinenkosten hier in unserem System mit aufführen. Wir haben in einer unserer ersten Videos gezeigt, wie ihr Maschinen anlegen könnt. So, damals haben wir den Kostenblock, also die Maschinenkosten, noch ausgeblendet. Jetzt öffnen wir wieder unsere Maschine, hier ein John Deere 6170R, und schauen hier mal, was hier eingetragen ist. Und Sie sehen hier ein Feld, ihr seht hier ein Feld, 31 Euro pro Stunde. Die haben wir hier eingetragen, und wenn wir den Wert hier eingetragen haben, dann drücken wir auf Speichern. So, und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, woher kennen wir unsere Maschinenkosten? Einige von euch haben das sicherlich schon akribisch daheim an Excel-Listen ausgearbeitet, andere schätzen eher und die Dritten haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Es gibt aber Hilfsmittel, mit denen man die Maschinenkosten, sei es der Schlepper oder die Anbaugeräte, zu ermitteln, vereinfachen. Dazu zählt unter anderem hier eine Liste Erfahrungssätze der Maschinenringe. Hier sind fast alle landwirtschaftlichen Maschinen aufgeführt mit ihren Kosten, ohne Diesel, mit Fahrer. So, und da kann man also nachblättern und jetzt zum Beispiel jetzt hier diesen 170R, also mit 180 PS mal raussuchen, und ihr seht, er ist hier mit 24 Euro angegeben. So, das ist natürlich ein Unterschied, 31 zu 34, 31 zu 24 Euro. Dabei muss man wissen, dass diese Erfahrungssätze keine Vollkosten haben, sondern das sind Abrechnungssätze Landwirt zu Landwirt. Also Sie würden das Bild nicht richtig wiedergeben. Da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar ist das KTBL. Das könnt ihr euch im Internet aufrufen, und hier, ich habe sie mal geöffnet, diese Seite, hier kann man also sein Fahrzeug raussuchen. Ich habe das schon mal angeklickt und habe gesagt, ja gut, den Anschaffungspreis habe ich eingesetzt, die durchschnittliche Haltedauer, durchschnittliche Betriebsstunden pro Jahr, wie lange das Fahrzeug gehalten werden soll auf dem Betrieb. Das sind alles Variablen, die ich einsetzen kann. Das Einzige, was ich hier rausgenommen habe, sind die Betriebsstoffe, also sprich der Kraftstoff, weil wir den ja mit Exatrec separat erfassen. So, und am Ende, wenn ich alles zusammenfasse, kommt hier ein anderer Wert raus. Ich speichere das Ganze mal und gucken mal, was jetzt, was wir hier also für einen Wert bekommen. Okay, wir möchten das hier ausgeworfen haben, nicht pro Jahr, sondern pro Betriebsstunde, und hier haben wir 29,31 Euro. Jetzt ist dieser Schlepper mit einem RTK-System ausgestattet, was so ungefähr 5 Euro pro Betriebsstunde an Kosten verursacht. So haben wir uns jetzt auf die 31 Euro jetzt hier geeinigt, die wir bei diesem Schlepper ansetzen. Ähnliches können wir natürlich auch bei unseren Geräten machen. Klicken wir hier ein Anbaugerät an, nehmen mal hier eine Kurzscheibenegge, klick hier an, hier wieder auf den Stift, und jetzt öffnet sich das Fenster für diese Kurzscheibenegge, und hier ist ein Kostensatz von 10,5 Euro pro Hektar angegeben. Auch diese Daten haben wir entweder über KTBL oder über die Erfahrungssätze des Maschinenrings rausgesucht. So, dann gibt es noch die Variante, dass ihr euch Maschinen mietet oder leiht, und da wird natürlich auch ein Kostensatz angesetzt von seitens des Vermieters, aber da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, da ist immer eine Marketingkomponente mit drin. Man möchte ja ganz gerne, dass ihr mit diesem Schlepper oder mit diesem Gerät fahrt, und dann wird dann auch ein günstiger Preis gemacht. Und immerhin müsst ihr auch noch mit einrechnen, dass ihr die Maschine irgendwo beim Landmaschinenhändler abholt, wieder hinbringt, sauber macht und so weiter. Das sind auch Kosten, die müsstet ihr eigentlich auch hier mit aufführen. So, das haben wir also geklärt, wie wir die Kosten einsetzen.
in unsere Maschinen und jetzt kann es eigentlich losgehen. So, jetzt sind wir unterwegs gewesen, unsere Maschine hat gearbeitet, Schlepper in dieser John Deere und von dem wir gerade sprachen, mit einer Drillkombination, und nach Abschluss der Arbeit können wir also erkennen, was für Kosten aufgelaufen sind. Im Übrigen die gesamten Betriebsdaten, die mit diesem Arbeitsvorgang, mit diesem Arbeitsprozess zusammenhängen. Das ist also die Uhrzeit, wann der Job gestartet wurde, wann die Arbeit erledigt wurde, wie viel Zeit, wie viele Betriebsstunden das Gespann unterwegs war, wie lange auf dem Feld gearbeitet wurde, die bearbeitete Fläche wird aufgenommen, der Kraftstoffverbrauch absolut bezogen auf die Betriebsstunde bzw. auch auf die Fläche, durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit während der Arbeit und so weiter, auch der Kraftstoffverbrauch nicht gesamt, sondern in diesem Falle auf der Fläche und auch was für ein durchschnittliches Motordrehmoment der Motor abgeben musste. So, und wenn wir diese Daten alle haben, dann können wir uns hier akribisch daran machen, hier mögliche Kosten zu senken. Und da will ich mal ein paar aufzeigen. Und da wäre ein Fall zum Beispiel, dass wir die Leerlaufkosten reduzieren können. Leerlauf, das sind immer die Kosten, wenn der Motor läuft, aber der Schlepper nicht arbeitet. Und die Medien, im Allgemeinen spricht man davon, dass 20-25% der Zeit bei landwirtschaftlichen Betrieben der Schlepper im Leerlauf läuft. Das ist durch die Bank so. Das fängt an mit dem einfachen Hofschlepper bis hin zum 400 PS Ackerbüffel. Auch der steht 20-25% seiner Zeit im Leerlauf rum. So, das sind auch Werte, die wir hier bei uns ermitteln, und es sind Werte, die man also auch in der Literatur findet. So, und jetzt wollen wir uns mal das anschauen, wie können wir also Leerlaufzeiten reduzieren. Und da haben wir ja diese Fahrt hier, und jetzt gucken wir mal, was wir hier angezeigt bekommen. Und ihr seht hier, dass wir hier einen Leerlauf, Entschuldigung, muss ein bisschen weiter nach unten ziehen, so dass wir hier von Leerlauf von 7,8% der gesamten Einsatzdauer haben, also ist relativ gering. Ich glaube, hier können wir nicht mehr allzu viel verbessern. Anders sieht es aus, wenn ich also mit Leerlaufwerten oberhalb der 10 oder 15 oder 20% liege. Was kann ich erreichen, wenn ich den Leerlauf reduziere? Ich sage mal, auf die paar Liter Diesel, die das Fahrzeug braucht, 2 bis 3 Liter pro Stunde, da kommt es nicht drauf an, aber hochgerechnet, wenn man mal von 8000 Stunden ausgeht, die so ein Schlepper unterwegs ist, davon 10% reduzieren, wenn wir uns das vornehmen, sind das auch noch 2000 bis 2400 Liter Diesel in einem Fahrzeug leben. Gehen wir davon aus, dass wir auch Wartungsintervalle einsparen, 1 bis 2 Wartungen fallen weg, weil die Betriebsstunden einfach nicht geleistet wurden. Weiterer Punkt ist der höhere Rücknahmewert, wenn ich das Fahrzeug abgebe, weil eben 800 Stunden nicht auf dem Betriebsstundenzähler stehen. So, also empfiehlt es sich durchaus, den Motor auszumachen, und das beobachten wir gut im Bereich der Transporteure oder der Bauwirtschaft. Auch hier gibt es schon mittlerweile Maschinen, die eine Art Stop-and-Go haben, die also den Motor abstellen, sobald die Maschine nicht mehr belastet ist, um genau diesen Effekt zu haben, Betriebsstunden abzusenken, Kosten ebenfalls zu senken. So, jetzt wird der eine oder andere von euch schon sagen, naja, wenn ich meinen Schlepper immer ausmache und wieder anmache, dann dauert es so lange, bis der Schlepper eigene Rechner hochfährt. Da kann eine Oma ein paar Socken stricken. Klar, man geht in der Landtechnik davon aus, dass die Motoren durchlaufen, und macht sich deshalb etwas weniger Gedanken darüber, wie schnell also so ein System hochfahren sollte. So, was gibt es an Besonderheiten, die uns so aufgefallen ist? Das sind einfach Leerlaufzeiten, die auftreten, wenn man sich eigentlich keine Gedanken darüber macht. Da kommt der Elektriker, der in der Maschinenhalle neue Lampen installiert. Die Schlepper werden rausgefahren und stehen die 1,5 Stunden, die der Elektriker braucht, um die Lampen zu installieren, draußen und tuckern im Leerlauf. 3 Stück an der Zahl, das kostet einfach Geld. Und da ist die dringende Empfehlung, die Maschinenkosten zu senken. Und mit Exatrec könnt ihr das genau überwachen und genau nachschauen und auch mit dazu beitragen, dass diese Leerlaufstunden reduziert werden.